Beste Menschen, in den vorigen Videos ging es ja darum, wie die Niederländer fluchen. Mit Krankheiten, mit Homo und so weiter. Aber was ist wohl das schlimmste Schimpfwort überhaupt? Dieser Fluch schockiert die Niederländer so sehr, dass er nicht auf Autokennzeichen erscheinen darf. Ein Verein hat sich gegen diesen Fluch gegründet und in manchen Städten ist er offiziell verboten. Willkommen auf meinem Kanal über Deutschland und die Niederlande. Habt ihr schon abonniert? Ich bin Seko van Dijk und ich habe euch mal zwei Schimpfwörter mitgebracht. Das eine ist völlig harmlos und passt zu einem kleinen Missgeschick. Das andere ist eine extreme Grenzüberschreitung. Ihr habt 2 Sekunden Ratezeit. Richtig, in den Niederlanden darf man alles sagen, nur nicht das Wort Godverdomme. Zu Deutsch Gott möge verdammen. Aus dem Wikipedia-Artikel dazu lernen wir, dass es gar nicht so deutlich ist, was der Fluch eigentlich heißt. Entweder Godverdomme mij, also dass man sich selbst verflucht, oder Godverdomme u. Man verwünscht also das Gegenüber, was ich logischer finde. Oder theoretisch könnte ja auch Gott selbst verflucht werden, aber nein, das ist eine offiziell verworfene Interpretation seit 1903. Das haben die Bischöfe von Belgien schon längst entschieden. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich selber habe jetzt nicht so das Bedürfnis, mit Gott zu fluchen. Und dann nicht wegen der 10 Gebote oder so, sondern weil es mich eher kalt lässt. Ja, und wenn ich an all dieses Kütt und Kanker und so weiter denke, in den Niederlanden, warum soll ausgerechnet Godverdomme so übel sein? So religiös sind die meisten Niederländer ja gar nicht. Und dennoch halten die meisten, auch wenn sie gar nicht an Gott glauben, das für einen wirklich böse gemeinten Fluch. Dann fühlt man schon, dass da gleich einer mit dem Klompen erschlagen wird. Aber ja, auch Minderheiten können einer Gesellschaft ihren Stempel aufdrücken. Und die Fluchkultur, die stammt ja aus einer Zeit, als auch die Mehrheit noch viel religiöser war. Und darum würde ich in einem niederländischen Video das Wort niemals so leichtfertig aussprechen und auch euch empfehle ich eher das andere. Oder aber ihr schwächt das Wort ab, ihr verballhornt den Gott mit Getverdemme, Potverdomme oder ihr kürzt es ab mit GVD. Und die Abkürzung, die werdet ihr auf niederländischen Autokennzeichen nicht finden. In Deutschland hingegen, da könnt ihr mal in Grevenbroich danach Ausschau halten, also GV und so weiter. Oder ihr haltet euch an Gottes Sohn, Jesus ist nett und schwach, also als Kraftausdruck meine ich. Und wenn ihr es noch harmloser meint, wenn ihr Mitleid habt, dann nehmt ihr die Verkleinerungsform Jeetje. Was, ihr habt meinen Kanal noch nicht abonniert? Jeetje. Aber selbst das geht so weit für den calvinistischen Bond Tegnet Vloeken. Also wenn ihr in den Niederlanden Plakate seht, dass nur Papageien Flüche nachplappern oder dass sein Name geheiligt werde, die kommen von diesem Bund. Und der wird übrigens von manchen Kommunen sogar finanziell gefördert. Der Bund hat mal selbst eine Studie in Auftrag gegeben und er hat bestätigt bekommen, was wir alle schon geahnt haben. Die meisten Niederländer finden den Bund altbacken, nervig und teppi-teppi. Und ich sage aber dagegen, ich habe schon eine gewisse Grundsympathie für den Bund gegen das Fluchen, denn der Bund setzt sich auch ein für einen bewussteren Umgang mit der Sprache, also gegen verbale Gewalt, gegen Hass und Beleidigungen. Zum Beispiel lehnt der Bund das Fluchen mit dem Wort Kanker ab, also mit der Krankheit Krebs. Allerdings, in erster Linie geht es dem Bund durchaus um das Fluchen mit Gottes Namen, da bleibt er sich treu, seit 1917. Aber auch einige Gemeinden in den Niederlanden verabscheuen das religiös fundierte Fluchen. In den Niederlanden haben Gemeinden eine Art eigener Gesetzestafel, das ist die APV, die Algemene Plaatselijke Verordening. Und da steht drin, ob am Jahresende Feuerwerk erlaubt ist, wo Hunde frei rumlaufen dürfen und so weiter. Und in einigen Gemeinden, etwa ein Dutzend, da ist tatsächlich das Fluchen verboten. Und in solchen Gemeinden, da heißt es dann in der Verordnung, also erstens, dass man in der Öffentlichkeit nicht fluchen darf und dass man keine grobe oder unsittliche Sprache verwenden darf. Jedoch, es ist bis heute noch nie zu so einer Anzeige gekommen, weil jemand dagegen verstoßen hätte, denn da steht zweitens auch das Folgende: Het Verbot geldt niet voor zover het betreft het openbaren van Gemeint ist, das Verbot gilt nicht, wenn es der Meinungsfreiheit widerspricht, die in der Verfassung garantiert ist. Beste Menschen, ich bitte euch, macht von eurer Meinungsfreiheit Gebrauch und gebt diesem Video euer Like. In Gottes Namen, tot ziens.